Das folgende Bildmaterial wurde mir aus anonymer Quelle zugespielt, mit der dringenden Bitte um Veröffentlichung. Was ihr gleich sehen werdet, ist ein Zusammenschnitt des Rohmaterials. An den nördlichen Ausläufern des Nationalparks Harz liegt am Rande eines Kurorts ein Freizeitzentrum, das viele unterschiedliche Einrichtungen des öffentlichen Lebens unter einem Dach vereinte. Ein Hotel mit Restaurant, ein Fitnessstudio, ein Wellnessbereich mit Saunalandschaft sowie ein großes Indoor-Schwimmbecken. Sein richtiger Name soll hier nicht genannt werden. In Fachkreisen ist es sowieso nur bekannt als Hotel Muscle Club. Bereits vor einigen Jahren schloss das Gebäude seine Pforten und zumindest von außen erobert sich die Natur ihren Raum zurück. Geschützt durch messerscharfen Stacheldraht und versteckt hinter meterhohen Zäunen wartet das Freizeitzentrum auf seine nächsten Besucher. Dies ist seine Geschichte. Unser Rundgang durch das Freizeitzentrum beginnt im ehemaligen Fitnessstudio, welches leider durch Vandalen und eine Naturkatastrophe, auf die ich gleich weiter eingehen werde, ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nur noch wenige Sportgeräte sind auch als solche zu erkennen. Vor wenigen Monaten rauschte eine Schlammlawine durch das Freizeitzentrum und verwüstete die unteren Stockwerke. Die Spuren dieser Katastrophe sind überall deutlich zu erkennen. Die Rezeption diente auch als Aufenthaltsraum und bot den Besuchern die Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Leider machte der Schlamm auch hier keine Ausnahme. Wer Lust auf eine frische Kümmelstange hatte, bekam diese im gemütlich eingerichteten Restaurant serviert, mit Blick auf das kleine, aber feine Tauchbecken im Freien. Die teilweise zerstörten Schilder weisen uns den Weg durch das Freizeitzentrum. Die Treppen nach unten geht es in die sogenannte Milchbar, welche leider auch schon bedeutend bessere Zeiten gesehen hat, aber trotzdem immer noch Kontakt zur Außenwelt hält. Weiter geht's in die Umkleidekabinen, wo es aufgrund fehlender Elektrizität kein Licht gibt und man deshalb eine Taschenlampe verwenden muss, um sein Schließfach zu finden. Ähnliches gilt für den Saunabereich. Durch einen langen Gang, der größtenteils in Dunkelheit gehüllt ist, kommt man zum zentralen Ort der Saunalandschaft. Ein mit kleinen Mosaiksteinchen geschmückter Brunnen, der zu Zeiten, als das Freizeitzentrum noch in Betrieb war, mit Sicherheit für Abkühlung und Entspannung sorgte. Natürlich darf in einer Saunalandschaft auch die namensgebende Sauna nicht fehlen. Und eines ist überall gleich: die Saunaregeln. Wenn die Technik noch funktionieren würde, bzw. Strom da wäre, könnte man das Dampfbad sofort wieder in Betrieb nehmen. Und gleich danach zur Abkühlung ein Sprung ins eiskalte Tauchbecken. Aber nicht vergessen, vorher zu duschen. Nach dem Saunieren geht es nach oben. Eine Wendeltreppe führt zu den Ruheräumen, dem Friseurraum und der Liegeterrasse unter freiem Himmel. Doch fangen wir mit einem der schönsten Räume an, dem Kaminzimmer. Da ein Großteil der originalen Einrichtung noch vorhanden ist, fällt es gar nicht so schwer, sich vorzustellen, wie das Leben hier einmal ausgesehen haben muss. Das Schmuckstück des Raumes ist der große offene Kamin im Zentrum mit fantastischen Keramikfliesen voller schöner Details. An das Kaminzimmer schließt sich ein weiterer Ruheraum an, der vor allem durch seine großformatige Fototapete auffällt und begeistert.
Einen weiteren Ruheraum gibt es noch im Obergeschoss, allerdings längst nicht so groß und ein klein wenig rustikaler. Der Frisierraum hält, was der Name vermuten lässt. Allerdings kann man an der Wand eindeutig erkennen, dass die Frisierspiegel bereits alle entfernt wurden. Kein Strom, kein Föhn. Ebenfalls noch vorhanden sind diese Retro-Haartrockner der Firma Bäge aus Berlin. Die Zeitschaltuhren funktionieren noch und die Höhenverstellung flutscht wie eh und je. Dann wäre da noch die Freiterrasse, auf der die üblichen Benimmregeln gelten und die bei schönem Wetter geradezu zum Sonnenbaden einlädt. Der unbestrittene Höhepunkt des gesamten Freizeitzentrums ist jedoch ohne Zweifel der Indoor Swimming Pool mit seiner eindrucksvollen Dachkonstruktion aus Holzbalken. Auffällig sind auch die vielen Hinweisschilder auf Überwachung durch Kameras. Und tatsächlich befinden sich davon einige im Schwimmbereich. Allerdings stammen diese wohl noch aus dem aktiven Badebetrieb und sind deshalb inaktiv. Seit mindestens 6 Jahren stehen die Gebäude nun schon leer. Der Zahn der Zeit nagt an ihnen. Zunehmender Vandalismus und Naturkatastrophen lassen die Chancen auf eine Wiedereröffnung immer weiter sinken. So bleibt dieser außergewöhnliche Ort zwar verloren, aber niemals vergessen. Und so sagen wir auf Wiedersehen zum Hotel Muscle Club, dem All-Inclusive Freizeitzentrum. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu unterstützen, indem ihr ganz einfach auf Abonnieren klickt. Vielen Dank! Mehr von den Lost Place Tapes findet ihr auf Facebook und natürlich auch auf Instagram.